Oh, hallo. Heute geht es um Idiot im Wunderland und das heißt, es geht um... Naja, worum soll es gehen? Es geht um mich, verdammt! Als Symbol von Neugeburt und Unschuld hat die Gurkentruppe hinter mir mich als Protagonisten gewählt, um eine Geschichte von Hoffnung, Wandel und Neubeginn zu erzählen. Gerade jetzt, im goldenen Zeitalter von Depression, Sucht und Burnout, jetzt, wo die Welt scheinbar immer weiter auseinanderbricht, wo die Realität scheinbar immer komplizierter wird und sich die Menschen vor den Widersprüchen und der inneren Leere in die Vergangenheit und natürlich in den Konsum flüchten. Jetzt ist es Zeit für neue Helden und neue Perspektiven. Es wird Zeit, sich neu zu erfinden, die Rolle als bloßer Befehlsempfänger zu verlassen und endlich verdammt nochmal Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn alle bekannten Wege und gegangenen Pfade in den Abgrund führen, dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. It's time for fucking evolution, baby! Idiot im Wunderland erzählt eine Geschichte, typische Geschichte des 21st Century Breakdown, von der Sinnlosigkeit des Konsums und dem Gefühl, anders, klein und ohnmächtig zu sein. Eine Geschichte von Macht, Geld, Hass und Subkultur, von Druck, Angst und Untergang. Und sie wagt schlussendlich den Bruch mit alten Paradigmen, den Sprung ins große Nichts und endet großspurig mit dem Aufruf zur zärtlichen Evolution. Es geht nämlich auch um uns. Wir sind das Waldgeist-Kartell, eine Akustik-Crossover-Band aus Hamburg. Und das sind die Bands. Daniel, Coco, Bene, ich bin Micha und dann gibt's noch Benno. Als Band bestehen wir seit 2016. 2019 kamen Bene und Coco dazu. Du redest nur bei uns aller, es geht ums Projekt. Und zwar machen wir unser erstes vollwertiges Studioalbum. 1,5 Jahre arbeiten wir da dran und es kommt im Herbst 21 raus. Das Neuartige ist, wir machen verschiedene Genresprünge. Und zwar einige, wird euch das Häschen sicherlich noch erzählen. Wir mischen Reggae mit Pop-Punk, Gypsy Jazz mit Breakdowns, Hip-Hop mit Latin Jazz. Wir haben alles dabei für euch. Alter, er schweift wieder ab. Also, wir haben 12 Songs aufgenommen und 6 Videos, unter anderem mit Features von Arm und Dämlich, In Scherben, Metaltude und Alena. Mega kranke Nummer. Unter anderem wollen wir auch das Ganze nicht nur digital veröffentlichen, sondern halt eben auch auf CD. Genau, richtig. Unter anderem auch T-Shirts und Pullis. Möglichst in Bio- und Fairtrade-Qualität und vegan. Genau. Und um das alles zu ermöglichen, machen wir das Ganze, um halt eben unseren neuen Scheiß zu veröffentlichen. Jo, aber wäre es nicht auch voll nice, wenn wir auf Vinyl pressen könnten? Ich hätte da halt richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Dafür brauchen wir einen extra Studiomaster und müssen das Ganze auch noch pressen lassen. Das kostet ein Heimgeld. Okay, aber wir können es ja mal anbieten so, jetzt fürs Crowdfunding und wenn genug Leute Bock drauf haben, dann kriegen wir das locker auch hin. So. Alles klar, machen wir ein extra Crowdfunding für, kein Problem. Yeah!